Fußball 2000. Wir sind am Bornheimer Hang und werden dieses spektakuläre Spiel gegen Heidenheim mal so ein bisschen aufkehren. Marvin, Phil und ich probieren uns ein bisschen in den Hype zu reden, weil es geht jetzt weiter. Wir fahren jetzt alle nach Mainz, auch ohne Karte. Wo ihr eine Karte euch kaufen könntet, wäre am 13.06. hier im Stadion. Da ist nämlich der Afrika Cup von unserem Friend Cerno. Den kennt ihr auch schon. Lasst schon mal Likes da, abonniert den WhatsApp-Kanal, Instagram, dies, das. Macht einfach alles, damit es irgendwann mal wieder eine Power geht, Alter. Wang, wang. Fußball 2000, wir sind wieder da. Frostiger Wind hier am Bornheimer Hang. Nur der FSV. Nur der FSV, auf jeden Fall unser Zweitverein. Ich glaube, das kann man alle sagen. Wir sind sehr froh, mal wieder hier sein zu dürfen. Sehr froh bin ich auch, dass die Frankfurter Eintracht nicht nur seit kurzem einen Goldkönig hat, schöne Grüße an Ahura, sondern auch 3 Punkte mehr auf dem Konto bei der Frankfurter Eintracht in der Bundesliga. Basti, wie sieht's für dich aus? Eher genervt oder glücklich, dass wir gegen Heidenheim 3 Punkte geholt haben? Boah, die Frage stelle ich mir irgendwie die ganze Zeit. Weil wenn ich mir so rein die Statistiken angucke, 3. Heimsieg in Folge, 3. Mal zu 0, kassierst nicht mehr so viele Gegentore. Also wir haben, glaube ich, letzte Woche über Fundamente gesprochen, die erstmal gelegt werden müssen, damit da ein bisschen mehr passiert. Ich glaube, um in dem Bild zu bleiben, trotzdem nervt es an gewissen Stellen, auf einer Baustelle zu schlafen. Also ich habe jetzt keine maximale Euphorie nach diesem Spiel. Ich bin trotzdem froh, dass man das gewonnen hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Ambivalenz, die ich gerade in mir trage. Genau. Ambivalenz ist auf jeden Fall ein gutes Sprichwort. Das zeigt sich auch, ehrlich gesagt, in den Halbzeiten. Gehen wir erstmal so ein bisschen auf die erste Halbzeit. Und die erste Halbzeit war, das muss ich ganz ehrlich sagen, so eine der schlechtesten ersten Halbzeiten, die ich in dieser Bundesliga-Saison gesehen habe. Und ich habe eine Eintracht gesehen, die kaum Chancen hatte. Wie war der Expected Goals Wert? 0,2 zu 0,0. Es gab einige Szenen, über die können wir gleich noch sprechen. Aber Phil, was war so dein Eindruck nach der ersten Halbzeit? Ist mir, glaube ich, erstmals überhaupt passiert, dass ich während einer Live-Reportage eingeschlafen bin. Ich war so richtig. Was überragend lustig gewesen wäre. Wir schalten zu Phil Hofmann. Als sie in der Bundesliga-Konferenz dann angesprochen wurde, ich bin so einmal kurz so. Muss mich kurz mal eine Sekunde sortieren. Wo bin ich? Wie steht's? Wusste ich. Wie heißt ich? Genau, wer bin ich und wie viele? Ja, genau. Es war wirklich ein so absurd, fürchterlich langweiliges Spiel wie das in dieser ersten Hälfte. Ja. Hätte ich nicht erwartet, nicht vermutet. Und es hat mich nach 45 Minuten fraglos zurückgelassen. Und ich war erstaunt, wie gnädig die Menschen im Stadtwald dann doch mit dieser Leistung waren. Ich hätte da mit anderen Reaktionen zur Pause rechnen, weil das war an Bräsigkeit nicht zu überbieten. Und unter Dino Topmeier, glaube ich, hat das ganze Stadion gepfiffen. Das finde ich total spannend. Das ist richtig gut, was du so sagst. Denn vor einigen Wochen, als ich auch im Stadion war, gab es Passstaffetten, die nicht gelungen sind, Fehler. Und da war das ganze Publikum sehr angestochen und hat auch schon gepfiffen. Das war diesmal nicht der Fall. Ich will aber ein bisschen nach hinten nochmal gehen. Und zwar will ich dich fragen, hängt es auch mit der Aufstellung zusammen? War es beispielsweise ein Fehler, einen Götze, der die letzten Wochen ja regelmäßig gespielt hat, diesmal draußen zu lassen? Hat dich das gewundert? Na, im Nachgang hat es mich schon, nicht im Nachgang, mich hat es auch vorher gewundert, weil Spieler, die auf engen Räumen, und die waren ja erwartbar, dann doch mit ihrer fußballerischen Klasse Lösungen generieren können, sind in solchen Spielen halt dann normalerweise auch besonders wichtig. Mich hat überhaupt diese Aufstellung ein Stück weit überrascht. Ich habe es am Anfang nicht so ganz verstanden, auch mit diesen Doppelungen auf den Flügel. Ich hatte relativ schnell den Eindruck, die stehen sich da eben permanent gegenseitig ein bisschen auf den Füßen. Aber gut, er hat es ja erklärt nach dem Spiel, unser Trainer, und hat gesagt, er hätte halt gerne die Option gehabt, mit dem Stürmer nochmal nachzulegen. Das ist halt in der momentanen Personalsituation, wenn du mit 2 Stürmern beginnst beispielsweise oder in einem anderen System dann spielst, nicht ganz so einfach, weil die Optionen halt jetzt so nicht gegeben sind. Und von daher, es ist am Ende, wie wir letzte Woche gesagt haben, Fundament, wieder zu 0 gespielt, 3. Heimspiel in Folge, zu 0 gewonnen. Du baust das von hinten auf. Klar. Defense wins Championships am Ende möglicherweise, aber Defense sorgt in dem Fall dafür, dass du zunächst mal das ganze System stabilisierst und dass du nicht in eine neue Phase der Negativität reinkommst. Das funktioniert, und trotzdem ist diese Ambivalenz, die du schon angesprochen hast, Basti. Auf der einen Seite, es war ja ein überragendes Wochenende. Ja. Du hast 2 Punkte auf Leverkusen gut gemacht. Freiburg hat gestern verloren. Du hast selbst wieder zu 0 gewonnen. Eigentlich ist ja alles überragend gelaufen an diesem Wochenende, und trotzdem bleibt wieder so ein ganz unbefriedigendes Gefühl. Zumindest für dich. Das ist nicht für alle so. Ja, tatsächlich muss ich sagen, ich war wesentlich relaxter, weil ich echt sage,
ich habe solche Spiele auch schon verlieren sehen. Ich habe solche Spiele auch schon gesehen, dass wir auch einen Unentschieden kriegen und wo es viel bitterer ist. Und am Ende gehst du langsam auch damit weiter, dass du eine Normalisierung dieser Torbilanz, weil es war ja zwischenzeitlich echt so, dass wir so viele Gegentore die ganze Zeit gefressen haben und du gedacht hast, meine Güte, was ist in der Defensive los? Da muss ich sagen, klar, das war jetzt nur Heidenheim. Das ist nicht der Gegner, bei dem wir sagen können, das ist der Measuring Stick, aber es war trotzdem so, dass du wieder zu 0 gespielt hast. Und es war trotzdem so, dass du im Großen und Ganzen einigermaßen stabil hinten standest und du hast einen wichtigen Dreier geholt. Und du bist in der zweiten Halbzeit auch besser geworden. Es war aber, wenn ich da einhaken darf, es war das zweite Spiel in Folge nach St. Pauli, das mich überhaupt nicht abgeholt hat. Das verstehe ich. Wo alles von dieser Fallhöhe, hatten wir es letzte Woche schon, wenn du dauernd Energy, Passion und so raushaust und siehst dann diesen Auftritt und fragst dich halt, was ist jetzt die Idee dahinter gewesen? Ja. Und du hast so den Eindruck, diese Mannschaft ist so ein bisschen so, weißt du, die fällt so halb über den Platz, keiner ist wirklich überzeugt davon. Und das ist das zweite Mal in Folge, wenn das jetzt schon so langsam losgeht, da habe ich einfach kein gutes Gefühl. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Basti, wie siehst du das? Ich weiß es auch nicht. Also ich finde es schwierig zu bewerten, weil das sich durch die ganze Saison schon zieht. Natürlich haben wir jetzt diesen Cut durch den neuen Trainer, der hat eine andere Ansprache, das finde ich auch geiler. Und wenn die Aufstellungen kommen, bin ich auch motivierter, weil da sind schon viele Offensivkräfte drin. Aber so ganz habe ich das Gefühl, kriegst du das nicht aus der Mannschaft raus, was Phil gerade beschrieben hat. Du hast eine Mannschaft, die an gewissen Stellen zu solchen Spielen keine Einstellung findet, keine Lösungen findet. Ja, und die dann ab und zu mal was probiert und denkt, wenn es klappt, dann ist gut. Wenn nicht, ja, meine Güte. Ja, auch hier wieder diese Ambivalenz. Ich fühle das, was du sagst, Marvin, aber im Stadion habe ich das nicht gefühlt, weil man muss schon eins sagen, Heidenheim kommt hier mit 57 Gegentoren an. Und dann wird mir am Ende wieder von Leuten auch nach der Reaction erzählt, warum das... der Gegner. Ja, genau. Das wird mir dann erzählt, das muss man auch erstmal, und die haben gegen Stuttgart 3-3 gespielt, das stimmt alles. Aber das lasse ich auch unter Riera nicht gelten, dieses harter Gegner. Digga, wenn die so hart wären, dann wären die nicht abgeschlagen Letzter und hätten fast 60 Buden gefressen. Das heißt, am Ende kannst du mit dem Kader trotzdem Lösungen finden, um dort mehr Tore zu schießen. Da muss irgendwann mal die Analyse stattfinden, weil ich schon das Gefühl habe, dass man das nicht schafft. Und wir tun auch immer so, wir haben auch sehr viel Nachsicht mit der Mannschaft. Ich fand auch gut, dass das Publikum das hatte. Ich fand die Unterstützung super an dem Tag und auch wie die Mannschaft verabschiedet wurde, weil am Ende, es hilft jetzt auch nichts mehr. Also ich meine, was würden Pfiffe jetzt bringen? Ja. Gar nichts. Der Trainer ist gewechselt worden. Ich glaube, die Dinge, die nicht gut laufen, sind bekannt. Deswegen fand ich diese positive Atmosphäre im Stadion super. Ja. Gleichzeitig, wenn wir jetzt hier sitzen und sagen, ey, wie hat dir dieses Spiel gefallen? Da muss ich sagen, scheiße, so, mich hat es nicht abgeholt. Du hast St. Pauli angesprochen, das waren 3 Halbzeiten ohne Torchance. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass die Eintracht sich auch so ein bisschen auf dieser schwierigen Saison ausruht an gewissen Stellen. Und sagt, okay, wir kommen aus einer schweren Phase, da darf man nicht zu viel erwarten. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ich sage, Marvin, ich kann noch nicht mit dir joggen gehen, ich hatte einen Muskelfaserriss. Vor 3 Jahren. Dabei habe ich den seit 3 Wochen gar nicht mehr. Ja, genau, ja. Und sag mal, kommst du morgen mit? Ich weiß nicht. Und dann gehe ich mit euch spazieren und sag dir so, ja gut, dass der Basti, Hauptsache ist ja mal rausgekommen. Ja. Und so. Irgendwann muss mal dieser Welpenschutz, den ich auch habe gegenüber der Mannschaft. Und gerade bei mir ist auch der Trainer fernab von jeglicher Kritik, den würde ich komplett rausnehmen. Der hat mit diesem Kader nichts zu tun, der hat mit dieser Einstellung, die sich da in der Saison eingeschlichen hat, nichts zu tun. Den würde ich an gewissen Stellen fast rausnehmen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Leute, der Welpenschutz in der Bewertung muss irgendwann aufhören. Aber gleichzeitig, auch hier wieder Ambivalenz, kann mir natürlich einer die Tabelle und die Statistiken ins Gesicht halten und sagen, was willst du denn eigentlich? 3. Heimspiel, 3. Mal zu 0 gewonnen, alles in Ordnung. Das ist halt ganz kurz, ich verstehe diese emotionale Ebene, und die ist ja komplett auch wichtig und die trägt ja auch Fußball 2000 ein Stück weit. Wenn wir hier nur einen Analytik- und einen Statistik-Podcast machen würden, würden wir anders sprechen. Aber es ist auch so ein bisschen, was uns durch die Jahre trägt. Ne? Es ist trotzdem immer noch die Möglichkeit, im 6. Jahr hintereinander sich wieder für Europa zu qualifizieren. Deswegen ist es die Ambivalenz. Du wolltest noch was zu dem Take von Basti was sagen. Sorry. Aber genau so tritt die Mannschaft nicht auf. Sehr, und stimmt das auch. Das ist das Problem, was ich habe. Und ich finde, du hast inzwischen so viele Situationen in jedem Spiel, wo du denkst, jetzt mach! Und dann passiert das genaue Gegenteil. Ja, wir haben vorhin drüber gesprochen, bevor die Kamera lief, aber ich erzähle es gerne nochmal, gab bei St. Pauli so eine Szene. Da hat Hugo Larsson eine Balleroberung, 30 Meter vor dem eigenen Tor. Und er dreht aber nicht auf, obwohl er 10, 15 Meter Wiese vor sich hat, sondern dreht sofort ab, sprintet Richtung eigener Strafraum und spielt den Ball sofort zurück zu Zetti. Ja. Nicht mehr, warum denn? Und das ist so symptomatisch. Völlig. Oder Lils Doan am Wochenende. Du hast
so viele Situationen gehabt, wo du denkst, und jetzt geh mal 1 gegen 1, jetzt trau dich mal. Weil Riera genau das gefordert hat in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Risikobereitschaft. Verliert doch mal den Ball. Habt den Mut, auch den Ball zu verlieren, aber ihr müsst was probieren, um Chancen zu kreieren. Und genau das Gegenteil. Das war so schön betont, das könnte wie so ein Popsong sein, auf jeden Fall. Aber genau das ist Nächste Karriere. Auf jeden Fall, ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. Aber du hast ja vollkommen recht. Und genau dieses, ich finde es gut, dass du Doan genannt hast, weil Doan war ja der Spieler, da hast du letzte Woche auch nochmal drüber gesprochen. Habt ihr gesagt, das ist ja für dich immer noch ein goldener Spieler, den du auch sehen willst. Dann wurde er reingebracht, hat auch so Halbmöglichkeiten gehabt, aber diese Zaghaftigkeit, die hast du auf dem Platz immer wieder gesehen. Und dann ist es halt so, dass er so ein paar Halbchancen hat, so richtig zwingend ist es nicht. Und irgendwie ist niemand so wirklich zufrieden mit dem, was er dann auch leisten kann. Und es ist gar nicht auf dem Niveau, was er normalerweise auch kann, Basti. Ja, genau, Doan ist ja beispielhaft. Du brauchst diese Selbstverständlichkeit wieder. Ja. Du brauchst irgendwie dieses Zuvertrauen, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Du brauchst wieder einfach auch wieder dieses, wir wissen, was wir können. Ja. Und da hast du bei jedem einzelnen Spieler mittlerweile das Gefühl, dass das weg ist. Ja. Und das wird dann zu so einem Sammelsurium einer verunsicherten Mannschaft. Das hat sich jetzt eingeschlichen über längere Zeit. Deswegen wird es wahrscheinlich auch länger dauern, bis das wieder weg ist. Also wir haben ja auch beim Trainerwechsel gesehen, bei beiden Trainerwechseln übrigens, dass es mit einmal irgendwie Schnick-Schnack irgendwie jetzt keine Blockade gelöst hat und let's go und jetzt sind alle wieder von der Leine. Nein. Wir sehen, dass da in einer gewissen Weise irgendwie eine Verunsicherung da ist, dass da auch so eine taktische Blockade da ist an gewissen Stellen. Und das ist das, was ich mir am einfachsten noch erklären kann. Ja. Weil wir sehen schon, dass viele Spieler in neuen Positionen sind in einer Saison, wo es auch vorher schon in irgendeiner Art und Weise Unsicherheiten gab, Systemwechsel gab, Formschwächen gab, Verletzungspech gab. Das heißt, wenn du jetzt in dieses neue, komplexere Riera-System, was sehr, sehr viel Situatives hat, wenn du da reinkommst, dann ist es, glaube ich, ganz normal, was gerade passiert. Und auch hier wieder zum 3. Mal Ambivalenz-Counter, Marvin. Das kann ich sehen und wissen, okay, neuer Trainer, der hat einen wirklich komplexeren Ansatz. Ich glaube, es wäre einfacher, hätten wir jetzt so einen Feuerwehrmann geholt. Ja, klar. Der würde dir einfache Dinge mit an den Weg geben. Du würdest eventuell auch gute Ergebnisse erzielen. Aber taktisch wäre das langfristig jetzt keine unfassbare Evolutionsstufe. So, das weiß ich und das kann ich auch sehen und das nehme ich auch an, gerade wenn die Ergebnisse stimmen. Und nichtsdestotrotz, diesen Prozess jetzt zuzuschauen, gerade in so einer Saison, wo du nicht weißt, war die Halbzeit gegen Mainz oder war die Halbzeit gegen Heidenheim das Schlechteste, was ich in den letzten 10 Jahren im Stadion gesehen habe. Das ist trotzdem was so ein bisschen die Euphorie bremst über diese Punkte. Und es ist ja auch okay. Und ich glaube, so geht es vielen. Ich habe so ein bisschen die Kommentare bei deiner Reaktion quer gelesen. Übrigens, lass mal einen Kommentar zu eurer Meinung dieses Spiels da, weil es natürlich, wir merken eine gewisse Ratlosigkeit, die merken wir auch bei uns, weil es diese Ambivalenz auch gibt. Es ist gleichzeitig auch so, wenn wir uns die Politik der kleinen Schritte angucken, ist es tatsächlich aber auch eine ganz gute Sache, weil wir haben auch in dem Verlauf der Saison auch kritisch über Spieler gesprochen, die langsam aber zu einem ganz guten Level wieder zurückfinden. Ja, ich meine, natürlich kann man auch die Situation mit Barroja kritisieren. Ich finde beispielsweise, der hat einer der spannendsten Spiele von allen Spielern gemacht, weil er die ganze Zeit wenigstens Dinge probiert hat. Der hat viel probiert, hin und her zu laufen, sich Räume zu erkämpfen, beispielsweise. Bei Collins war es, aber beispielsweise bei Collins fand ich, der hat eine sehr, sehr stabile Partie in der Defensive gemacht, hat ein absurdes Ding gemacht, dieser Einwurf, wo ich mir auch gedacht habe, was ist denn jetzt hier los? Ansonsten hat Collins für mich beispielsweise ein sehr gutes Spiel gemacht, insbesondere wenn wir gucken, wie es davor war. Nicht die letzten Wochen waren einigermaßen stabil, aber die Monate davor, meine Güte. Also ich will nur sagen, auf einem gewissen Fundament erarbeiten wir uns ja gerade was, aber es ist halt nicht so, dass dich irgendwie anzündet. Ja, ich sehe es, glaube ich, ein bisschen anders. Also das ist in Ordnung. Ich finde nach wie vor, jedes Mal, wenn Namdi Collins den Ball am Fuß hat, halte ich die Luft an. Er hat in der zweiten Hälfte so ein paar Situationen gehabt, wo du einfach diese Physis siehst, ne? Wo du siehst, der will, aber du siehst dieses Zutrauen, dieses Selbstverständnis in das, was du eigentlich kannst. Das fehlt halt und das fehlt bei ganz vielen. Und mir ist am Samstag aufgefallen, so, wenn du diese Mannschaft so auf dem Platz rumlaufen siehst, das ist von der Ausstrahlung her auch keine Mannschaft, die mich jetzt gerade so, wo ich sage, yes. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Kader und beim großen Ganzen, dass du halt einfach zu wenig Jungs hast, die die Brust rausstrecken und vorweggehen. Und das fand ich wieder sehr eklatant beim einen oder anderen. Für mich ist Hugo Larsson so ein bisschen symptomatisch. Für mich ein völliges Rätsel, was aus diesem geilen Spieler geworden ist, der irgendwie so komplett dieses Zutrauen in das, was er kann, einmal abgegeben hat. Und er findet es auch gar nicht mehr wieder. Ja? Und auch diese Launenhaftigkeit. Ich bin auch inzwischen genervt davon, dass du bestimmte Spieler hast, die alle 4-5 Wochen man 2 geile Momente haben, wo du sagst, oh, guck mal, der bringt so viel mit und der macht so viel. Und dann siehst du die wieder 4 Wochen nicht. Ja? Und das spielt auch so rein in diese Anstrengung, die man so empfindet, wenn man diese Mannschaft spielen sieht. Das ist vollkommen richtig. Und trotzdem schaffst du es,
immer wieder, natürlich auch durch Einzelaktionen, aber trotzdem schaffst du es wieder, Momente zu setzen, wo du sagst, geil. Allein die Tatsache, dass Kalimuendo dieses 1:0, wie er das macht, ist dann trotzdem ein Einzelmoment, wo wir sagen, ey, der hat es auch nicht einfach gehabt. Der kommt in der Winterpause hierher und ist einer der konstantesten Spieler. Und das muss ich dann auch sagen, das gehört dann trotzdem dazu. Und ich verstehe eure Pain. Und ich verstehe, dass wir alle nicht so wirklich zufrieden sind, weil das ist so. Du hast eine spielerisch maue Leistung gegen Tabellen 18. Und trotzdem ist in Richtung Conference League immer noch alles möglich. Und trotzdem siehst du diese Momente. Und es ist das Feuer der Hoffnung, lodert noch, dass wir uns zum 6. Mal ineinander europäisch qualifizieren können, Basti. Ja, und ich glaube, in den Modus muss man dann jetzt auch kommen. Ich meine, wir haben die grundlegenden Probleme angesprochen. Das ist auch ein Thema für den Sommer. Also ich habe nicht das Gefühl, dass diese Saison ein weiterer Evolutionsschritt ist auf dem langen Plan, den man hat, sondern das ist... Nicht, insbesondere, weil Leute wie Larsson auch nicht funktionieren. Ja, also es ist am Ende, glaube ich, zum ersten Mal eine Saison, wo nicht alles nach Plan läuft. Ja. So, sondern du hast gesagt, okay, diese Saison, man muss das mit dem Trainer korrigieren. Also das ist kein logischer Schritt gerade, diese Saison, sondern es ist eine Downphase, die du ganz normal haben kannst als Verein wie die Eintracht, die in diesen Bereichen unterwegs ist, in denen sie unterwegs ist. Und das ist so ein Platz 5, 6, 7, 8 Team. Jetzt sind wir als 7. Das kann passieren. Das ist eine ganz normale Schwankung. Nichtsdestotrotz, glaube ich, was Phil gesagt hat, ist wichtig, dass du im Sommer eine Inventur machen musst, was das betrifft. Aber, du hast Kalimuendo angesprochen eben gerade, das ist halt auch dann diese positive Story, an denen man sich jetzt irgendwie hochziehen muss. Wenn man dann liest, okay, die Eintracht versucht, ihn zu verpflichten. Du hast quasi die Aussicht von Riera gehabt, wir können es auch mal mit Doppelspitze probieren. Also all diese Dinge, auf die man die ganze Zeit wartet, sind zumindest einigermaßen am Horizont. Deswegen freue ich mich drauf. Und Kalimuendo ist ein absoluter Spektakelspieler. Er hat ein Spektakel-Tor geschossen und ich muss mich auch selber an gewissen Stellen ein bisschen kritisieren für meine Stimmung, was dieses Spiel betrifft, weil wer bin ich, der sich hier immer hinsetzt und sagt, das Einzige, was die Eintracht machen muss, ist, die Wichsspiele zu gewinnen. Wichsspiele. Dann gewinnen die ein Wichsspiel und dann ist es auch wieder nicht in Ordnung. Am Ende, vielleicht hat die Eintracht dann den Begriff Wichsspiele zu ernst genommen und gesagt, dann müssen wir es auch zu einem Wichsspiel machen. Ja, genau. So, aber meine Güte, die Eintracht gewinnt dieses Spiel mit einem Seitfallzieher von einem geilen Stürmer, der was Besonderes hat. Ohne Johnny Burkhardt, Usun kommt zurück, Ebnu Talib kommt zurück. Du hast im Sommer die Möglichkeit, eventuell dir noch einen Sechser zu holen und andere Probleme zu lösen. Das heißt, ganz ehrlich, Schritt zurückgehen in der Bewertung, dann ist das, glaube ich, eine ganz normale Saison, die der Eintracht passieren kann. Im Mikromanagement, in der Bewertung ist es schwer auszuhalten, aber meine Güte. Aber trotzdem ist es ja so, und jetzt ich habe dich eigentlich gerade zu dieser positiven Rede ja ein wenig gebracht. Ja, Marvin. Aber jetzt muss ich noch ein bisschen Salz in die Wunden streuen. Aber was machst du mit mir? Willst du mich in die Bipolarität treiben? Ja, auf jeden Fall. An zu regnen. Ja, das ist wirklich Wahnsinn hier. Aber es ist nämlich tatsächlich so, das war ja, lieber Phil, auf Messers Schneide. Die Eintracht hätte nicht unbedingt gewinnen müssen, es hätte auch unentschieden stehen können, nach einer Situation, Abspielefehler der Eintracht bzw. Ballverlust und dann Conte rennt er wie ein Derwisch auf das Tor der Frankfurter Eintracht. Derwisch, Marvin. Ja, ich versuche was in der Frankfurter Rundschauschule. Ich versuche alle Altersgruppen hier abzuholen, auf jeden Fall. Und dann ist es so, dass nur eine VAR-Entscheidung dazu beiträgt. Und zwar eine die wir wirklich, die ja eigentlich bitte, auch völlig sprich drüber, sprich drüber. Ich habe kapituliert da vor diesen Entscheidungen. Es ist für mich alles auch nicht mehr nachvollziehbar. Ich habe auch das Leverkusen-Bayern-Spiel, da waren auch so Sachen dabei, wo ich denke, was? Ja. Nein, einfach nein. Es ist letzten Endes bei Abseits. Ach du je. Ja, wäre das gegen uns so entschieden worden, hätte ich mit dem Fußballgott gehadert wieder. Ja. Und du hattest auch ein, zwei Situationen, wo du Glück hattest in diesem Spiel. Und das kann es halt eigentlich dann in Summe auch nicht sein. Aber ich möchte noch mal Sir Lord Conte dafür loben, dass er 2 Adelstitel in einem Vornamen hat. Wer von uns schafft das? Aber generell einfach ein toller Spieler. Also ich find, ja, die haben auch ein paar gute. Ich finde es übrigens schade und auch das Props an Heidenheim. Ja. Frank Schmidt, überragender Typ. Super. Coole Fanszene, auch finde ich sehr sympathisch. Ist natürlich trotz allem kein Bundesliga-Club, ja, aber die haben diese Liga trotzdem bereichert, auch wenn die Geschichte jetzt auserzählt ist. Aber wir reden über die Eintracht. So, also ich hatte am Ende auch ein paar Mal die Situation, wo ich ein bisschen die Luft angehalten habe, wo ich mir nicht sicher war. Und wo ich so das Gefühl hatte, wenn jetzt auch in diesem Spiel dieser Ausgleich fällt, gegen Heidenheim mit 57 Gegentoren und 10 Punkte hinterm rettenden Ufer, dann kannst du diese Saison wirklich abschließen. Also dann wirst du wahrscheinlich auch Platz 7 nicht mehr halten können. Da hatte Freiburg noch nicht gespielt. Ja.
Und dann ist am Ende irgendwie auch ganz komisch. Übrigens, dieser Platzregen hier irritiert mich gerade völlig. Was ist denn das für ein Wetter überhaupt? Jetzt reg ich mich doch wieder auf. Ehrlich, wenn die Galaxy hier spielen würde, dann Wie hätten wir sollen wir jetzt denn in die Purple Saison Rain, kommen, auch bei Alter. so einem Wetter? Oh, sehr gut, sehr gut. Hier gefällt mir. Frühling sein Klasse. Vater, Alter. Prince möge im Himmel ruhen. Auf jeden Fall sehr gute Anmerkung. Liebe Leute, ihr merkt, es ist eine schwierige Situation. Wir alle müssen immer Aber es wieder hilft ja reinkommen. nichts, Alter. Auch nächste Du bist Woche. jetzt nach Mainz, Alter. Nächste Ja, Woche geht's so, schon weiter. so. Genau. Und da bin ich. Ja, So, genau. und da Erzähl, kommt jetzt erzähl. dieser Urs Fischer Fußball auf Ja. uns zu. Und die haben jetzt auch noch irgendwie gewonnen. Jetzt haben die auch diese 2 komischen Spiele gegen Sigmar Olmütz, wo du denkst, die lassen ein bisschen Kraft. Das sah gestern aber nicht so aus. Nee. Und irgendwie, ich habe echt Angst vor diesem Spiel in Mainz Ja, aber gerade. das kann Es es ist- nicht sein. Natürlich nicht. Leute, nein, aber das macht diese Saison mit da dir. haben wir uns reingeredet. Das macht da die haben wir uns Saison aber mit reingeredet. dir. Ja. Es ist genau. Ja. Aber das kann nicht sein. Natürlich kann es nicht sein. Ich weigere mich, Aber egal wer es da an der Seite passiert Das Geile ist, ich bin Moderator, Es passiert aber ich will das trotzdem. einfach Nein, nicht stehen ja, lassen. Ich habe Nein. Angst vor Mainz. Hör mal zu. Ich habe Angst vor Mainz. Ja, das ist doch schlimm. Was ist das für ein Satz? Was ist denn das für ein Satz? Phil, Ich hab Angst vor nein, Phil, ich muss dich schütteln, Alter. Hast du Angst vor Mainz, Ich hab so Alter? Angst. Ich habe keine Angst vor Mainz. Ich habe so Gottes Angst gehabt, Willen. dass du ihn jetzt auf die Klippe wirfst. Im Endeffekt. Nein, Leute, ich muss mich auch ein bisschen selber schütteln, weil ich habe auch Angst vor Mainz. Vor Urs Fischer, die sind im Flow, die haben auch bessere Einzelspieler als Heidenheim. Und wenn wir so spielen wie gegen stimmt. Pauli und Heidenheim, dann wird Mainz jetzt der erste Test in Anführungszeichen, Aber- ob man wieder zu Null spielen kann, ob man wieder unentschieden spielen kann oder. Aber Leute, Jetzt lass mich mal das Aber machen. Es ist doch so, Basti. Am Ende haben wir die besseren Einzelspieler. So. Und die Einzelspieler, die wir noch und auch gar wieder nicht eine Woche Zeit. und die wir gar nicht Die haben Doppelbelastung, nicht wir. Genau, und ganz ehrlich, wir haben über Johnny Burkhardt gesprochen. Einige waren sauer, dass der jetzt gegen Heidenheim Ja, nicht dann ist er gespielt jetzt hat. halt fit, Aber gegen Mainz, das ist doch jetzt auch so sein Ding. Ich glaube daran, dass die Eintracht unter Riera Lösungen findet, die sie etablieren kann, damit Mainz empfindlich geschlagen wird. Und wenn wir es so ähnlich machen und mit der ähnlichen Punktzahl, mit der auch wieder 3 Punkte rausgehen, Ja. nach Mainz, dann muss man sagen, haben wir die Wichsspiele. erneut gewonnen. Und So, eine dann Lösung. verliert Leverkusen ein Wichsspiel in Heidenheim. Oh, und dann sind es nur noch 4 Punkte auf Leverkusen. Und dann reden wir über andere Und dann Plätze. guckst du plötzlich. Was soll? eine Lösung- Nein, aber jetzt mal abschließend zu dieser Mainz-Geschichte. Ja. Ich verstehe, was du sagst. Aber Marvin hat es doch gerade gesagt. Wir haben trotzdem da keine Kirmestruppe. Nein. Und wir haben jetzt einen Trainer, der hat wieder eine Woche Zeit, sich irgendwas zu überlegen. Und an gewissen Stellen funktionieren auch die Dinge, die er sich überlegt. Der ist auch nicht dazu da, dass ich irgendwie nach dem Spiel ins Jockey-Kiosk gehe und dann mein Leben feiere, sondern der Kannst ist du dazu auch so machen. Er ist dazu da, Punkte zu holen. Das hat er an gewissen Stellen geschafft. Der hat bei Union einen Punkt geholt, der hat bei St. Pauli einen Punkt geholt. Das haben auch nicht alle geschafft. Wenn er jetzt nach Mainz fährt und 1 oder 3 Punkte holt, dann ist er weiterhin in seinem Plan. Und dann ist das, glaube ich, auch vollkommen okay. Ich weigere mich aber, dass die Eintracht weiterhin in diesem Modus ist, dass man, Phil hat zu Recht gesagt, Angst, dass man da Angst hat, nein Leute, das muss auch mal weg. Und du hast jede Woche Zeit, dass das irgendwie mal weggeht. Fahr nach Mainz und gewinn dieses Spiel. Phil. Vor allen Dingen hat er ja auch eins wirklich geschafft und das müssen wir nochmals Woche für Woche herausheben. Er hat diese Defensive stabilisiert. Und 4 von 6 Spiele zu 0. So, Wow. und das eine Ding bei Union Berlin war quasi ein Eigentor, Stimmt. dieser Elfmeter, den Muss sich man auch Kauer sagen. selbst reinschiebt. Und bei den Bayern, das ist außer der Wertung. Ja. Und Namdi Collins hat es nach dem Spiel auch nochmal gut gesagt. Er hat gesagt, wir haben das Gefühl, nicht das Gefühl, wir haben auch das Wissen, dass wir hinten schon mal stabiler stehen. Ja, und das zeigt er auch. Also mit dieser eher mannorientierten Deckung, die sie jetzt spielen, das hat die Mannschaft jetzt schon verinnerlicht. Gegner kommen zu deutlich weniger Torschancen, zu weniger Toren. So, also es gibt ja Schritte vorwärts. Das muss man auch immer dazu sagen. Bei allem Frust, den wir spüren, bei aller Machen Angst, wir die ich ja auch auch, habe. aber es ist Und was bereit. mir halt jetzt mit Blick auf die Offensive da entscheidend mental hilft, ist halt auch wirklich, dass du die Option hast, dass mit Uzun und mit Ebnu Talib am Wochenende schon 2 wieder im Kader dabei sind, die Momente kreieren können, die dir in den letzten Wochen gefehlt haben und die dir vielleicht auch mal die Chance geben, dann mit 2 Stürmern zu spielen. Ja. Und Johnny Burkhardt übrigens, wenn ein Johnny Burkhardt fit ist, ohne Doppelbelastung, ohne englische Wochen, musst du einen Weg finden, um Johnny Burkhardt da vorne gesetzt in diese Mannschaft zu bekommen. Würdest du dann dementsprechend, ich habe vorhin die Sendung eigentlich ein bisschen aufgemacht mit Götze und jetzt kommen wir ja ans Ende dieser Sendung und will ich trotzdem mal fragen, wäre Götze dann für dich erneut eine Option für diese Aufstellung, weil wir ja schon gemerkt haben, man hat Probleme gehabt mit Heidenheim, es wird gegen Mainz vielleicht auch nicht einfach. Ist er der Problemlöser? Er wäre für mich der Problemlöser gegen St. Pauli und Heidenheim eher gewesen als in Mainz. Okay. Tatsächlich. Deswegen habe ich das nicht so hundertprozentig verstanden, aber ich bin auch nicht der Trainer. Jetzt gegen Mainz, ich finde, das ist vom Charakter her nochmal ein anderes Spiel. Ja, verstehe Da ich. brauchst du wieder
ein bisschen mehr Wehrhaftigkeit auf dem Platz gegen die Dominik Kors dieser Welt. Ja, ganz genau. Das ist der Gedanke, den ich auch hatte. Bei allen taktischen Sachen, bei allen Trainersachen, bei allen dies, bei allem das. Ganz ehrlich, die Spieler sind jetzt auch gefragt. Ja. Weil Mainz wird dir einen Kampf bieten. Mainz hat eine unglaublich große Chance, sich weiterhin Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Die sind unter Urs Fischer wieder zum neuen Selbstvertrauen gekommen. Ja. Die haben bessere Einzelspieler als Heidenheim. Und da musst du halt Eintracht Frankfurt halt hinfahren und genau das ausstrahlen. Zu sagen, ja, okay, ihr habt 2 gute Einzelspieler. Wir haben 5 gute Einzelspieler. Und wir können dagegenhalten. Und dann hast du wieder dieses bisschen nervige Publikum. Das wird eine Atmosphäre. Die haben auch Bock, die Eintracht dann zu ärgern natürlich. Aber die haben auch Bock auf dieses Spiel. So, wir fahren früh genug hin. Und dann, genau, und dann sind, das ist, was ich gerade sagen, dann sind dann viele Eintracht-Fans da. Und dann muss die Mannschaft halt auch wieder einen Schritt weitermachen in ihrem Selbstvertrauen zu sagen, okay, Fundament steht an gewissen Stellen. Wir können jetzt auch mal zumindest mal eine Pflanze irgendwo hinstellen. Ja. Und dann vielleicht auch wieder ein bisschen ins Zutrauen kommen. Und auch einfach einen Kampf liefern. Du hast Larsson angesprochen. Bei Hoya einfach dass die wieder dahin gehen und sagen, ja, Mainz ist vielleicht unangenehm und Urs Fischer ist vielleicht echt ein guter Trainer, aber ganz ehrlich, jetzt so zu tun, als wäre es unmöglich, dieses Spiel 2-3-0 zu gewinnen, weigere ich mich weiterhin und ich werde es bis Saisonende mich weigern, das zu akzeptieren. Fahr nach Mainz, gewinn dieses Spiel und guck, was in der Liga noch drin ist. Und insbesondere, weil ich merke, dass dieser Bund gerade mit den Fans wieder wirklich da ist. Der ist super. Es ist auch so, genau der richtige Modus. Genau, es ist der einzige Modus, der funktionieren kann, wenn alle dann im Endeffekt an einem Strang ziehen. Deswegen alle nach Mainz und gucken, auch was da ohne geht. Kater. Oh. Ganz ehrlich, ihr Lieben, hätte es nur die erste Halbzeit des Spiels gegen Heidenheim gegeben, dann weiß ich, ob wir euch heute Highlights angeboten hätten. Aber es gab ja noch diese zweite, da war eine Menge mehr los. Unter anderem dieses Zuckertor, dieses Zaubertor, diese Sahnebude von Arnaud Kalimuendo, der Seitfallzieher, eines der schönsten Tore der Eintracht-Saison. Auch das gibt es natürlich in unseren Highlights. Fachkundig kommentiert von Fußball 2000 für euch hier zu sehen.